Willkommen zurück zu einem weiteren Legoland-Video hier bei Bricks Go Wild. Rita ist gerade in der Arbeit. Ich hoffe, es stört euch nicht, dass ihr heute mit mir allein seid. Wir haben euch ja bei unseren Legoland-Vlogs gefragt, ob ihr noch irgendwelche Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, was das Legoland Deutschland betrifft. Wir waren jetzt schon ein paar Mal dort und kennen uns ein bisschen aus, und immer wieder kam die Frage nach der Legoland Jahreskarte, ob sich die auszahlt, ab wann sich die auszahlt. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache heute ein kleines Infovideo für euch und wir schauen uns an, ob sich das für euch vielleicht auch rentieren könnte und auszahlen könnte, wenn ihr euch eine Legoland Jahreskarte kauft. Zuallererst, weil wir immer wieder in den Kommentaren darauf angeschrieben wurden. Wir berichten hier eigentlich immer nur über das Legoland Günzburg. Das liegt ziemlich genau zwischen Stuttgart und München, direkt an der Autobahn, an der A8, nur dass ihr das nicht verwechselt, weil es ja das Legoland und diverse Discovery Centers und so weiter auch in anderen Teilen der Welt gibt. Ein Tipp von mir zuerst mal bezüglich eures Besuchs im Legoland: Schaut euch die offizielle Legoland-Webseite an, www.legoland.de. Dort findet ihr immer die aktuellen Informationen, auch bezüglich Aktionen, Rabatte, Gutscheine, natürlich auch die Corona-Regeln und so weiter, damit ihr da am aktuellen Stand der Dinge seid. Zuallererst sehen wir, dass ein reguläres Ticket, das schauen wir uns zuerst an, für einen Eintrittstag im Legoland Deutschland momentan 39 € kostet. Es gibt im Legoland auch momentan keinen Kassenverkauf, es gibt nur einen Vorverkauf. Das heißt, wir rechnen jetzt mal damit, dass ihr bei einem Ticket pro Tag, pro Besucher bei 39 € seid. Und wenn wir hier weiter scrollen, sehen wir natürlich auch die verschiedenen Jahreskarten. Und ja, da wird es jetzt etwas schwieriger und komplizierter. Es gibt im Legoland insgesamt 3 verschiedene Jahreskarten. Wir, ich sage es gleich zuerst, haben die ganz normale Legoland Jahreskarte ohne irgendein Tamtam. Dann gibt es noch die Jahreskarte Plus und dann gibt es noch den Merlin Abenteuerpass. Ihr seht schon hier auf dieser Übersicht, die reguläre Jahreskarte beläuft sich auf 79 €. Damit habt ihr ein ganzes Jahr lang kostenlosen Eintritt ins Legoland und ihr bekommt dieses Gutscheinheft, welches sich ganz entscheidend auf den Jahreskarte Ja- oder Nein-Frage auswirken könnte. Dann gibt es noch die Jahreskarte Plus, da habt ihr zusätzlich zum regulären Legoland-Eintritt auch noch, ich glaube, 3 Sea Life Aquarien in Deutschland inkludiert. Das heißt, ihr könnt auch, wenn ihr mal in ein Sea Life wollt, könnt ihr dort auch hineingehen mit dieser Karte. Kostet ein paar Euro nur mehr, zahlt sich also vielleicht aus. Und mit dieser Karte bekommt ihr auch, und das ist ein bisschen undurchsichtig, in diversen Shops 10% Rabatt auf euren Einkauf. Also wenn ihr zum Beispiel Teile kauft oder Sets kauft, dann seid ihr hier berechtigt, Rabatte abzustauben. Zahlt sich auf jeden Fall vielleicht für den einen oder anderen aus. Und dann gibt es noch den Merlin Abenteuerpass. Da habt ihr neben dem Legoland in Günzburg auch noch kostenlosen Eintritt in insgesamt 16 verschiedene Attraktionen in Deutschland, unter anderem auch der Heidepark und so weiter. Also hier steht auch 10% Rabatt. Wie das genau funktioniert, ist irgendwie nicht klar ersichtlich. Da müssen wir uns nochmal informieren. Also hier habt ihr die Übersicht. Es ist auch natürlich möglich, sich die Jahreskarte, falls ihr schon eine habt oder hattet, zu verlängern um einen rabattierten Preis. Da seht ihr, die normale Jahreskarte kostet da nur 54 €. Wenn wir jetzt rechnen, dass egal ob 54 € oder 79, steht fest, dass ungefähr 2 Besuche die Jahreskarte rechtfertigen. Es könnte aber sogar schon früher sein. Wir kennen Leute, die nur bei einem Besuch schon sozusagen im Plus waren. Wie das genau funktioniert, das zeigen wir euch jetzt. Ihr habt, wenn ihr die Jahreskarte online oder auch im Legoland kauft, dort gibt es gleich beim Eingang, wie ihr hier sehen könnt, die Info und das Jahreskartenbüro. Dort könnt ihr die Jahreskarte dann abholen. Es steht einerseits auf der Webseite, dass man sich die Jahreskarte digital als digitaler Pass in der Legoland-App downloaden kann, und es gibt auch kleine Scheckkarten. Vielleicht habt ihr es im Thumbnail gesehen. Ich hoffe, ich habe die Mitgliedsnummer und das alles gut geblurrt, dass ihr nicht mit unseren Jahreskarten rein könnt. Was könnt ihr jetzt also außer dem Erlebnis Legoland Deutschland mit den ganzen Attraktionen, mit den Aufbauten, mit dem Miniland und so weiter im Legoland erleben? Ich denke mal, viele von euch interessiert vor allem das Einkaufen.
Das Legoland bietet allerhand Shops, verschiedene Richtungen, Einzelteile, Sets und so weiter. Und es ist natürlich sehr interessant, dort einkaufen zu gehen und auch ein bisschen schwierig manchmal, da das Legoland die Geschichte ein bisschen anders handhabt, als wir es vielleicht gewohnt sind. Mehr dazu gleich. Es gibt auf jeden Fall für alle Jahreskartenbesitzer, und das ist wichtig, dass ihr da nicht drauf vergesst, egal welche Jahreskarte ihr habt, auch mit der ganz normalen, einfachen Jahreskarte um 79 €, könnt ihr euch an der Info am Jahreskartenbüro das sogenannte Bonusknaller Gutscheinheft holen. Das sieht fürs Jahr 2022 so aus. Ich habe auch eines hier in Original und da habt ihr auf der Unterseite verschiedene Gutscheine. Davon sind sehr viele sehr interessant, ein paar weniger interessant. Allen voran ist hier interessant der orangene mit 20% auf einen Einkauf ab 60 € und ich finde auch sehr gut den violetten mit 25% auf einen Artikel eurer Wahl. Ihr habt auch in hellgrün links oben, wenn ihr Freunde mitnehmen wollt, diese Spartickets für 17 €. Das heißt, wenn nur einer von euch eine Jahreskarte hat und mehr Leute wollen rein oder ihr wollt mal eure Eltern mitnehmen, so wie es wir manchmal machen, die gehen dann mit so einem 17-€-Ticket rein und diverse Gutscheine für Rabatte in Lokalen, in Restaurants und auch, es gibt immer wieder, die sind aber nicht jeden Tag gültig, sondern meistens nur an bestimmten Wochenenden, diese Möglichkeit, so Sammelsteine, wie ihr hier sehen könnt, Lego City, Lego Ninjago und so weiter, abzugreifen. Was lohnt sich also jetzt da? Vielleicht habt ihr, und wenn nicht, dann wäre es cool, wenn ihr euch die noch ansehen würdet, unsere anderen Legoland-Vlogs gesehen, wo wir direkt live mehr oder weniger aus dem Legoland berichtet haben. Ich erzähle euch jetzt, so wie wir es machen, Rita und ich, die jetzt schon, ich weiß gar nicht wie oft, fast 10-mal im Legoland waren. Wir nehmen unseren 20% auf den gesamten Einkauf Gutschein immer in der Fabrik her. Und zwar gibt es dort, wie ihr vielleicht oder auch nicht gesehen habt, die Möglichkeit, Teile zu kaufen. Und zwar kosten dort 100 Gramm Lego im Schnitt 9 €. Es gibt ein paar Tiere, Figuren und so weiter, die werden extra berechnet. Und wenn man dort summa summarum insgesamt 200 € ausgibt auf einer Rechnung und dann diesen 20% auf einen gesamten Einkauf-Gutschein an den netten Verkäufer oder die nette Verkäuferin aushändigt, dann spart man im Endeffekt 40 €. Das heißt, man hat zusätzlich zu seinem Eintritt mit der Jahreskarte dann schon 40 € gespart. Das heißt, also wenn ihr 200 € dort liegen lasst und den Gutschein hinlegt, dann seid ihr mit der Jahreskarte im Prinzip schon auf Null und jeder weitere Eintritt ist dann schon kostenlos für euch. Wenn euch das interessiert, dann schaut euch einfach die anderen Videos an. Ich glaube, wir haben schon mehrere Male jetzt aus der Fabrik gefilmt, welche Steine es dort gibt und so weiter. Wir müssen euch aber bitten oder den Hinweis geben, checkt vorher die Preise auf Bricklink, denn es ist nicht alles, was es dort gibt, günstig. Wir sind auch im Hintergrund gerade dabei, ein Legoland Shopping FAQ Video zu machen. Das ist aber relativ viel Aufwand. Ich weiß noch nicht, wann das kommt. Den 25% auf einen Artikel eurer Wahl Gutschein nehmen wir meistens im großen Lego City Shop. Und zwar zahlt sich der vor allen Dingen bei den exklusiven oder überhaupt Legoland-exklusiven Sets aus. Die normalen Sets zur UVP zu kaufen und dann 25 oder 20 oder 25% Gutschein herzugeben, ist eher nicht so gut. Aber wenn ihr euch, wie ich es hier ausgerechnet habe, zum Beispiel den Star Destroyer kaufen solltet, ein 700-€ Set, den bekommt ihr dann abzüglich 25% um ungefähr 525, 524,99. Das heißt, ihr habt 175 € gespart, als wenn ihr euch dieses Set direkt bei Lego im Lego Shop kaufen würdet, ohne VIP-Karte, ohne Gift with Purchase und so weiter natürlich. Also hier könnt ihr auch sparen. Das ist das, was Rita und ich meistens machen. Am Ende des Tages kaufen wir meistens noch ein schönes großes Set im Lego City Shop, welches es nur entweder im Legoland gibt, es gibt ja dort auch exklusive Sets, oder ein schönes Set, welches wir sonst nur im Lego Store oder auf der Lego Webseite bekommen würden. Auch interessant vielleicht für euch ist, wenn ihr mit dem Auto hinfährt, was wahrscheinlich die meisten machen werden, ein normales Tagesticket fürs Parken kostet 6 €. Ihr habt bei der Jahreskarte aber auch die Möglichkeit, wenn ihr 15 € aufzahlt, das kann man sowohl im Internet als auch im Jahreskartenbüro machen, habt ihr ein Jahr zusätzlich zu eurer Jahreskarte Parken inkludiert. Das heißt, ihr müsst 2,5 Mal, ab dem 3. Mal seid ihr dann
im Plus hinfahren, damit sich das rentiert. Natürlich gibt es auch diverse Sonderaktionen und Gutscheine. Einen davon möchten wir euch hier vorstellen. Und zwar gab es immer die sogenannten Black Fun Days im Legoland Deutschland. Das bedeutet, dass auf der legoland.de Webseite immer zu Black Friday, also irgendwann im November, tolle Angebote bezüglich Hotelübernachtungen und auch eben Jahreskarten verfügbar waren. Hier habt ihr zum Beispiel, ich glaube, das ist das Angebot von 2020, das 2021er habe ich jetzt nicht gefunden. Da gab es die normale Jahreskarte und die haben wir uns genommen um 39,50, also um den eigentlich selben Preis als ein normaler Tageseintritt kostet. Auch mit dieser Karte bekommt man dann diesen Bonusknaller Gutschein-Block und ihr habt da die Möglichkeit, eben die Jahreskarte sehr günstig abzustauben. Das Einzige, was wir euch ans Herz legen wollen, ist, schaut euch die genauen Einlösebedingungen des Gutscheins an, denn es ist manchmal so, dass wenn man die Jahreskarten kauft, dann gelten die ab Kaufdatum. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel erst später irgendwann im Sommer ins Legoland fahren wollt, dann kauft die Jahreskarte erst 1 oder 2 Tage vorher, weil die gilt ab dem Tag 365 Tage, ab dem ihr sie gekauft habt. Und zusätzlich, und deswegen erzähle ich euch das hier, es gab in der Vergangenheit auch teilweise rabattierte Karten oder Karten zum Angebotspreis, die für eine Saison limitiert waren. Das heißt, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Nicht, dass ihr zum Beispiel im Sommer oder im Frühherbst eine Karte kauft, eine Jahreskarte, die für die Saison 2022, welche von Anfang April bis Anfang November geht, gültig ist, denn dann könnt ihr wahrscheinlich nur mehr 1 oder 2 Mal hin. Am besten ist natürlich, ihr schaut, dass ihr die Karten erst kauft, wenn ihr hinkommt, mit der Ausnahme von diesem Black Friday Angebot, weil im Winter das Legoland sowieso geschlossen ist. Da müsst ihr dann halt auf die Einlösebedingungen schauen. Nicht, dass ihr da mehr oder weniger dann nicht so oft ins Legoland fahren könnt, weil die Karte schon ein halbes Jahr läuft und ihr konntet aber nicht hinfahren oder das Legoland war zu oder ihr habt noch eine Jahreskarte und jetzt habt ihr sie doppelt und so weiter. Also schaut euch das an. Wir haben damals eben eine Jahreskarte um 39,50 gekauft, die ab dem ersten Besuch, das gibt es nämlich auch, im Legoland Deutschland gültig war. Das heißt, wir haben die Jahreskarte irgendwann Ende November, glaube ich, gekauft, sind dann im Juni des Folgejahres das erste Mal hingefahren und die Karte läuft seit Juni eben 365 Tage. Da müsst ihr euch ein bisschen hineinfinden. Manchmal ist das eben, wenn es so Angebote gibt, nicht ganz transparent und da bitten wir euch, damit ihr am meisten davon habt, euch das genau anzuschauen, damit ihr da möglichst oft natürlich ins Legoland fahren könnt. Wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, was natürlich auch sein kann, ob euch das Legoland gefällt, ob sich das Shopping-Erlebnis lohnt, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, eine reguläre Tageskarte zu kaufen und die dann beim Hinausgehen am Abend auf eine Jahreskarte abzugraden. Das heißt, ihr bezahlt dann eure 39 Euro oder was weiß ich und bezahlt dann beim Hinausgehen mehr oder weniger nochmal 40 Euro drauf und habt dann eine Jahreskarte, die dann wiederum ein Jahr gültig ist. Weil wir auch immer wieder gefragt wurden, kurzer Einschub hier, ob es noch möglich ist, in den Park zu betreten, nur einkaufen zu gehen und innerhalb 45 Minuten den Park wieder zu verlassen und nichts zu bezahlen. Da müsst ihr euch bitte ans Legoland wenden. Wir haben schon mehrmals gefragt. Teilweise sind die Aussagen ein bisschen widersprüchlich. Die einen sagen, ja, das geht wieder. Manche Mitarbeiter haben uns gesagt, sie glauben nicht, dass das momentan geht, da es ja nur vordatierte und reservierte Tagesbuchungen gibt und wegen Corona das jetzt momentan nicht erlaubt ist, nur weil viele von euch, die vielleicht in der Nähe wohnen, gerne nur einkaufen gehen würden und den Park dann nach 45 Minuten schon wieder verlassen wollen. Das ging nämlich früher. Generell müsst ihr euch anschauen, speziell auch wenn ihr von weiter kommt. Bei uns ist es genau möglich, dass man das an einem Tag macht. Wir haben Hin- und Retour ungefähr 550 Kilometer. Das geht. Das Legoland hat nämlich meistens von 10 bis 18 oder 10 bis 19 Uhr offen und das auch im Sommer. Das heißt, es bringt nichts, wenn ihr morgens wegfahrt und ihr seid dann erst am frühen Nachmittag dort. Außer ihr habt die Jahreskarte, aber generell würden wir euch empfehlen, plant das gut, schaut euch das an. Die Attraktionen schließen meist schon eine Stunde bevor der Park schließt, jedenfalls war es bei uns meistens so. Auf der anderen Seite haben sie jetzt, weil 20 Jahre Legoland gefeiert wird, jede Menge Aktionen.
Sollte es so sein, dass ihr zu weit weg wohnt und sich das einfach nicht ausgeht an einem Tag und ihr wollt gerne dort übernachten, was wir euch sehr empfehlen können. Es gibt jede Menge Hotels, es gibt Campingplatz, Feriendorf, also Lego-thematisierte Hotels, es gibt auch Hotels außerhalb. Dann schaut einfach auf der legoland.de Webseite. Die Hotels sind, soweit wir gesehen haben, weil wir wollten auch gerne mal dort übernachten, jetzt auch mit Tim, nicht besonders günstig. Ihr müsst aber immer schauen, es gibt die Möglichkeit, dass ihr dann die Tickets gleich dazu bucht, dann habt ihr vielleicht einen Aktionspreis oder ihr könnt natürlich auch klicken, ihr habt schon Tickets, dann wird euch nur das Hotel berechnet und es gibt auch immer wieder Aktionen und Rabatte, die ihr natürlich geltend machen könnt und die ihr auf legoland.de findet. Und allen voran auch, wenn ihr speziell die besseren Jahreskarten habt, dann bekommt ihr 15% Preisnachlass auf alle Hotels, auf alle Annehmlichkeiten dort im Feriendorf. Also das müsst ihr euch einfach anschauen. Günzburg ist ein ganz netter Ort. Wir waren auch schon mal kurz im Ort drüben. Da gibt es auch ein paar nette Pensionen. Da müsst ihr halt morgens mit dem Auto rüberfahren und dann halt wieder ein Parkticket lösen oder ihr habt die Legoland Jahreskarte plus Parkticket, dann geht das in einem. Das müsst ihr euch einfach anschauen. Alles in allem, damit wir euch nochmal oder ich euch nochmal wahrscheinlich habe ich jetzt mehr Fragen aufgeworfen, als ich beantwortet habe. Wenn das so ist, dann tut mir das sehr leid. Hier nochmal eine Liste mit 10 Tipps oder 10 Hinweisen zum Legoland, ein paar habe ich schon gesagt. Natürlich, das ist eine Binsenweisheit, je öfter ihr dorthin fahrt, desto mehr lohnt sich der Aufenthalt im Legoland. Also es geht theoretisch, wenn ihr einmal hinfahrt mit der Legoland-Jahreskarte und es ergibt sich dann nicht mehr, ihr könnt nicht mehr hinfahren, aus welchem Grund auch immer, und ihr habt viel eingekauft, ihr habt gut eingekauft, dann geht das natürlich mit 79 €, dass ihr mit den Gutscheinen abzüglich doch im Plus seid, aber natürlich, je öfter ihr hin könnt oder auch wenn ihr mehrere Tage hintereinander hin könnt, dann zahlt sich das natürlich mehr aus. Schaut euch nochmal an, welche Jahreskarte für euch die beste ist. Wir haben, wie gesagt, die nur ganz normale, weil die eben damals so günstig war, aber auch die Jahreskarte Plus oder dieser Merlin Abenteuerpass könnten sich für euch auszahlen. Die Infos gibt es eben auf der legoland.de Webseite. Unser Highlight, deswegen habe ich das auch hier mit 2 Rufzeichen versehen, ist das Gutscheinheft. Mit dem sparen wir eigentlich immer am meisten und man bekommt eines pro Jahreskarte. Das heißt zum Beispiel Rita und ich haben 2 solche Gutscheine. Das heißt, wir können zweimal jeden einzelnen Gutschein einlösen und haben da immer schon, teilweise natürlich unsere Einkäufe sind sehr groß, mehr gespart, als die Jahreskarte generell ausmachen würde. Deswegen nehmen wir uns keinen normalen Tageseintritt mehr. Falls dieses Gutscheinheft mal nicht verfügbar sein sollte, dann fragt einfach nach. Teilweise sind die Mitarbeiter dort sehr kulant und geben euch trotzdem den Wert des Gutscheins drauf. Das ist unterschiedlich. Manchmal sagen sie auch, ihr müsst warten bis zum nächsten Besuch. Zusätzlich dazu ist natürlich auch die Größe des Einkaufs entscheidend. Wenn ihr nur ein kleines Säckchen mit ein paar Teilen mitnehmt und ein 20 € City-Set, welches auf Amazon für, keine Ahnung, 12 oder 13 € verkauft wird und ihr nehmt euch die Gutscheine, dann zahlt sich das natürlich nicht aus. Speziell natürlich für größere Einkäufe ist das mit dem Gutscheinheft und mit der Jahreskarte interessant. Schaut euch aber natürlich, es ist schwierig, aber schaut euch im Vorhinein schon an, was ihr kaufen wollt und vergleicht die Preise ein bisschen mit Bricklink oder anderen einschlägigen Websites. Da nicht alles, was das Legoland anbietet, sehr günstig ist, auch bei den Einzelteilen. Spezielle Teile sind sehr günstig. Wir haben ein Video gemacht über die Fabrik und schon mehrere Hauls. Das Sortiment ändert sich auch immer wieder. Also da müsst ihr wirklich ein bisschen vorher Recherche betreiben, denn sonst ist man dort erschlagen und weiß nicht, was man sich nehmen soll, weil zum Beispiel normale Steine, ich sage jetzt ein 2x4 Stein, der lohnt sich wirklich nicht. Aber wie gesagt, wir arbeiten gerade an einem Shopping-Video, da werden wir euch das vielleicht noch im Detail erzählen. Die Legoland-Sets, die es dort zu kaufen gibt, sind der Knaller. Die normalen Sets haben so wie alle anderen UVP. Das heißt, das zahlt sich nicht besonders aus. Schaut auf jeden Fall, dass ihr entweder exklusive Sets kauft oder Legoland-exklusive, die gibt es auch, Sets, die es nur im Legoland zu kaufen gibt. Alle anderen Sets sind nicht wirklich interessant, weil die bekommt ihr bei anderen Händlern, sowohl im Internet als auch im stationären Handel, um einiges günstiger. Auch eine interessante Geschichte, was wir immer wieder gefragt werden und erleben, die Legoland VIP-Karte, wie ihr sie aus den Stores oder auch im Internet kennt, auf lego.com, wird im Legoland nicht akzeptiert. Das liegt daran, dass das Legoland eigentlich nicht von Lego betrieben wird, sondern von der Merlin-Gruppe und die haben mit der Lego VIP-Karte nichts zu tun. Das heißt, schaut auch hier, ihr bekommt ja bei lego.com oder in den Lego Stores 5% Cashback in Form von euren
Punkten und auch Gifts with Purchases, diese GWPs. All das gibt es im Legoland nicht. Dort gibt es nur die regulären Sets zu regulären Preisen. Müsst ihr auch also hier schauen, ob sich das auszahlt oder ob es nicht besser ist, ihr kauft das Set im Lego Store oder im Internet und schnappt euch, keine Ahnung, doppelte VIP-Punkte plus 2 coole GWPs, dann wird es wahrscheinlich dort besser sein einzukaufen. Wie wir es machen, Rita und ich haben eine Jahreskarte, aber auch auf diesem Bonusknaller Gutscheinheft sind insgesamt pro Person 4 Sparticket-Gutscheine für Tickets für eure Freunde dabei, wo ein Ticket nur 17 € kostet. Das heißt, es könnte sein, dass wenn ihr Freunde habt oder Familienmitglieder, die jetzt vielleicht nicht jedes Mal mitfahren wollen, dann kauft euch eine Jahreskarte, schnappt euch dieses Gutscheinheft und für eure Freunde, für eure Familie und so weiter löst ihr dann so ein 17-€ Ticket, dann können die auch relativ günstig ins Legoland. Die bekommen halt dann kein Gutscheinheft, aber es könnte sich natürlich auch lohnen. Es gibt immer wieder Aktionen, wie ich gesagt habe, am Black Friday ist es sehr gut einzukaufen, diese Legoland-Jahreskarte oder auch auf legoland.de. Wie gesagt, da gibt es immer wieder Aktionen in Kombination mit Hotelübernachtungen, in Kombinationen mit, es gibt auch so einen Schlemmerpass, wo man dann Essen und Trinken dazu bekommt und so weiter. Also es lohnt sich da auf jeden Fall vorbeizuschauen. Und das letzte hier, es gibt auch noch ein Schnäppchenzelt, wo Sets verkauft werden, die aus dem Sortiment gehen, Teile, die vielleicht übrig geblieben sind, wie auch immer, beschädigte OVPs, die dann auch günstiger hergegeben werden bei den Sets. Dieses Schnäppchenzelt ist aber momentan geschlossen, weil es umgebaut wird, jedenfalls jetzt Mitte April, wo ich gerade dieses Video aufnehme. Wenn das wieder offen ist, werden wir auch von dort noch berichten und werden euch einen Überblick geben, was es dort zu kaufen gibt und ob sich das lohnt für euch vielleicht, wie dort das Sortiment ist. Wahrscheinlich habe ich jetzt viel geredet und ihr habt noch immer ein paar Fragen. Sehr gerne her damit in die Kommentare, dann versuche ich das zu beantworten. Für uns, ich sage nochmal, wir wohnen etwa 270 Kilometer vom Legoland entfernt. Hat sich das auf jeden Fall schon ausgezahlt. Wir waren mit unserer jetzigen Jahreskarte, ich glaube schon 5-mal dort oder 6-mal. Wir planen noch, bis sie ausläuft, Ende Juni mindestens 2-3 Mal hinzufahren. Dann gibt es wieder den ein oder anderen Einblick und den ein oder anderen Eindruck. Ich wollte dieses Video einfach nur mal machen, damit ich euch ein bisschen updaten kann in Bezug auf die Jahreskarte, was ein Thema zu sein scheint, welches wirklich nicht so eindeutig ist. Das Wichtigste ist für uns dieses Gutscheinheft. Da haben wir natürlich, wir haben letztes Mal, ich glaube, um 500 € alleine im Einzelteile-Shop eingekauft in der Lego-Fabrik. Das sind dann abzüglich 20% für den gesamten Einkauf 100 € Abzug gewesen. Na, da haben wir eigentlich schon die Jahreskarte plus das Essen und vielleicht auch einen Teil des Benzins, den wir gebraucht haben, herinnen. Aber das müsst ihr natürlich abwägen. Auch vielleicht viele von euch haben geschrieben, sie kommen von weiter weg und sie wissen nicht, ob sich das lohnen würde. Hoffentlich hat euch das Video ein bisschen abgedatet und euch ein bisschen Einblicke verschafft. Ich will euch auch nicht mehr allzu lange aufhalten. Falls ihr im Legoland gewesen seid, schreibt doch sehr gerne eure Erfahrungen mit der Jahreskarte in die Kommentare und genauso, wenn ihr plant hinzufahren, eure Fragen, eure Anregungen, wie ihr das handhabt. Wie gesagt, das ist jetzt mehr oder weniger nur meine und auch Ritas, die sich entschuldigen lässt, weil sie arbeiten muss, private und persönliche Meinung. Und wir hoffen, oder ich hoffe, wir konnten euch hier ein bisschen weiterhelfen und euch ein bisschen sagen, wie wir das so handhaben, da das doch etwas undurchsichtig ist manchmal auf den ersten Blick. Ja, wenn ihr ins Legoland fahrt, dann viel Spaß, auch sonst viel Spaß mit euren Klemmbausteinen und wir sehen uns auf jeden Fall. Vielen Dank für euer Interesse und bis bald.